Vertrauensanker, der ENX Podcast. Heute mit dem Thema TISAX Assessment Vorbereitung, von der Schockstarre bis zur Registrierung. Heute im Interview Robert Müller, TISAX Programmmanagement und Witness Auditor in der Qualitätssicherung bei ENX. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vertrauensanker. In unserem Podcast geben wir Einblicke in die Automobilindustrie und die Welt von ENX, also den Maschinenraum der Automobilindustrie. Die ENX Association ist die Governance-Organisation hinter Standards und Programmen wie TISAX, dem ENX-Netzwerk und ENX Vehicle Cybersecurity. Wir beleuchten in unserem Podcast Hintergründe und betrachten die Bedeutung von Cybersicherheit für resiliente Wertschöpfungsketten. Mein Name ist Clemens Margic, ich darf diesen Podcast moderieren und beruflich habe ich auch mit ENX und TISAX zu tun. Für das heutige Thema TISAX Assessment Vorbereitung steht mein Kollege Robert Müller parat und beantwortet uns Fragen, die wir ohne TISAX vielleicht nie gehabt hätten. Robert, schön, dass du da bist. Schön, dass ich dabei sein darf. Wir sind jetzt seit 2 Jahren, etwas mehr als 2 Jahren schon bei ENX, sind Kollegen und manche unserer Zuhörer kennen dich vielleicht schon und andere noch gar nicht. Und damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, habe ich 3 Einstiegsfragen vorbereitet. Okay. Bist du bereit? Ja. Ich weiß, du bist ein bisschen ein Automensch und in deiner Freizeit fährst du vielleicht gerne mal Kart oder spielst auch Renngame. Und jetzt die Frage, Racing Games oder lieber in echt die Reifen quietschen lassen? Ich mach's lieber in echt, aber mittlerweile eher in Games als auf der Straße. Okay. Wenn ich morgens das Büro betrete und ich frage, wie es dir geht, dann sagst du auch ganz gerne großartig. Großartig, ja. Ja, richtig. Deswegen die Frage, Ironie oder Sarkasmus? Ich würde sagen, Ironie mit einem Hauch Sarkasmus. Okay, und die letzte Frage, wie viele Bildschirme stehen auf deinem Schreibtisch? Normalerweise 3, manchmal sogar bis zu 6. Dann brauchst du einen großen Schreibtisch dafür. Ich habe einen großen Schreibtisch tatsächlich. Sehr gut. Ja. Robert, du bist ein Automensch. Du fährst gerne selbst, du spielst gerne Racing Games. Wie hat sich das entwickelt? War das vielleicht immer schon so? Ja. Durchaus. Also ich habe früher schon Autos großartig gefunden. Ich konnte dir als Kind alle Automarken, alle Automodelle nennen. Hat auch ein bisschen mit meinem Vater zu tun. Der hat auch eine Affinität für Autos. Mhm. Und dann kam das eben, dass ich mich dafür begeistern konnte. Ich konnte es auch nicht abwarten, endlich einen Führerschein zu haben und selbst auf die Straße zu dürfen. Da meinen armen Fahrschullehrer sehr genervt damit. An der Stelle, falls er das hört, schönen Gruß. Habe dann eben seit ich meinen Führerschein in der Hand habe, habe ich den Spaß am Autofahren nie verloren. Habe mir mein erstes Auto damals tatsächlich schon mit 17 gekauft, noch bevor ich den Führerschein hatte. Und hatte dann quasi Vorfreude jedes Mal, wenn ich dran vorbeigelaufen bin. Oh, das klingt schön. Ja. Du bist ja seit 2 Jahren bei ENX und dort bist du in der Qualitätssicherung. Genau. Was ist denn so deine Aufgabe bei ENX? Meine Hauptaufgabe ist das Durchführen von sogenannten Witness Assessments. Daneben mache ich aber auch noch, beziehungsweise arbeite ich noch mit in der Prototypenschutzgruppe, weil sich das aus meiner Historie ein wenig ergeben hat. Ich habe an Themen mitgearbeitet, wie zum Beispiel der NIS-2 und dem Abgleich mit oder gegen TISAX und bin allgemein in dem Team tätig, das sich um das Thema Audit-Provider-Betreuung kümmert. Du bist Witness-Auditor bei ENX. Kannst du mir erklären, was das genau ist und was du da so machst als Witness-Auditor? Ja, als Witness-Auditor auditiere ich Auditoren. Das heißt, dass ich zufällig ausgewählte TISAX-Assessments begleite und eben gucke, dass die Qualität oder der Anspruch, den wir eben an die Durchführung eines Assessments stellen, transportiert wird und aufrechterhalten wird. Und
gebe eben im Nachgang dann den Auditoren entsprechendes Feedback und schaue, dass die eben sich an unsere Vorgaben halten. Was noch dazu kommt, ist, dass wir durch die Teilnehmer an diesen Assessments natürlich die Möglichkeit haben, mit vielen Auditoren und Auditees ins Gespräch zu kommen. Okay. Und das trägt dafür Sorge, dass wir eben auch die Möglichkeit haben, entsprechendes Feedback einzuholen zur Umsetzung des Standards, eventuell zur Formulierung von Fragestellungen oder Ansprüchen, sodass wir eben auch ein relativ gutes Feedback in unsere Arbeitsgruppen geben können, wie denn in der Realität die Umsetzung des Standards funktioniert oder wo wir eben eventuell nochmal nachschärfen können. Mhm. Ich weiß, du bist über TISAX ja auch zur ENX Association gekommen. Wie ist das passiert? Wie ist da so dein Werdegang und was hast du vor ENX gemacht? Naja, ich habe entsprechend meiner Affinität natürlich bei einem Autobauer gearbeitet. Ich habe immerhin 4 Bewerbungen geschrieben, damals als es um das Thema Ausbildung ging und hatte eigentlich nur ein Ziel. Das hat dann auch geklappt und habe dann 25 Jahre tatsächlich beim Autobauer gearbeitet. Das ist schon eine lange Zeit auch. Das ist viel Zeit, ja. Wir haben auch viele tolle Sachen gemacht in der Zeit. Ich habe viele unterschiedliche Jobs begleitet. Den Großteil der Zeit habe ich auf einem Testzentrum verbracht. Da habe ich auch tatsächlich als Versuchsfahrer angefangen. Das war natürlich großartig, weil das meine Leidenschaft mit der Arbeit verbunden hat. Ich wollte gerade sagen, das klingt richtig passend. Das ist ja schön. Genau. Bezahlt werden, um Autos kaputt zu fahren, ist toll. Leider muss man ganz ehrlich zugeben, so traumhaft wie der Beruf Testfahrer klingt, ist er am Ende leider nicht. Es ist schon eine anspruchsvolle Arbeit tatsächlich. Habe mich dann im Laufe meiner Karriere eben auf dem Prüffeld weiterentwickelt, habe am Ende die Verantwortung getragen für das Thema Streckensicherheit, Streckenkoordination, Streckenleitung und daraus oder darin eben enthalten auch die Themen, die wir jetzt im TISAX-Katalog abbilden. Ich habe dann nach 25 Jahren habe ich gewechselt vom Autohersteller zum Engineering-Dienstleister, habe bei dem Dienstleister den gleichen Job begleitet wie vorher auch, habe dann aber innerhalb des Dienstleisters gewechselt, weil ein CISO gesucht wurde, habe also die Aufgabe des Chief Information Security Officer übernommen als Hauptverantwortlicher für das Thema Informationssicherheit und habe dann die Aufgabe bekommen, unseren Standort nach TISAX zertifizieren zu lassen. Das war so der erste echte Berührungspunkt tatsächlich mit TISAX. Vorher haben wir zwar auch Ansprüche gestellt an unsere Lieferanten, aber das waren eben, sage ich mal, von uns formulierte Ansprüche und nicht die auf TISAX basierenden, wie es heute funktioniert. Ich habe mich dann eben nach TISAX zertifizieren lassen, bin mit beiden Füßen ins kalte Wasser gesprungen, habe mich eben auch aus der Schockstarre rausarbeiten müssen, habe mehrere Standorte am Ende zertifizieren lassen. Ja, nachdem ich dann eben die 2 Seiten gesehen hatte, einmal Stellen von Ansprüchen, einmal Unterwerfen unter die Ansprüche, habe ich jetzt die 3. Seite. Jetzt bin ich bei der ENX gelandet und trage hier dafür Sorge, dass eben der Standard in der Qualität hochgehalten wird und arbeite ein bisschen daran mit, den Standard inhaltlich eben mit Leben zu füllen und weiterzuentwickeln. Das macht ja auch total Sinn, wenn du das jetzt schon von mehreren Seiten kennst, die verschiedenen Hüte aufhattest und da durch musstest. Das ist krass, wie du sagtest, ne? Die Schockstarre kommt am Anfang und lass uns da mal auf die Schockstarre nochmal drauf gucken, weil der TISAX-Prozess, man muss es so sagen, wenn man da nicht aus der Materie kommt, dann erscheint einem das im ersten Moment doch ziemlich kompliziert und das sind ja schon auch hohe Anforderungen an die Informationssicherheit, ne? Wir sind ja immerhin Stand der Technik, kann man so sagen. Der Prüfkatalog definiert ganz viele Fragen und Anforderungen, die man irgendwie erfüllen muss. Und jetzt frage ich mal so ganz provokant, wie kommt man dazu, sich TISAX prüfen zu lassen? Im Normalfall, also im größten Teil, in nahezu allen Fällen kann man sagen, ist es so, dass das nicht ganz freiwillig passiert, sondern man ist Teil der
man ist Teil der Automobillieferkette und als solcher wird man von einem Auftraggeber eben dazu aufgefordert, eine TISAX-Zertifizierung nachzuweisen. Ja. Vielleicht müssen wir noch ein kleines bisschen ausholen. Was ist genau TISAX? Kannst du das nochmal so grob umschreiben? Ich meine, wir können jetzt beide das wahrscheinlich gut erklären, aber ich stelle dir gerne die Frage. Ja. Wie würdest du TISAX beschreiben? Ich versuche es mal, wie du sagst, grob, also kurz. TISAX ist ein Informationssicherheitsstandard, der durch die Automobilindustrie formuliert wurde oder ins Leben gerufen wurde. Der Hintergrund dazu ist, dass es früher eben so war, wie bei uns auch. Jeder Autohersteller hat eigene Ansprüche an seine Lieferanten formuliert und hat die eben auch kontrolliert. Da gab es jemanden, der eben oft zum Lieferant gefahren ist und hat eben da geschaut, dass die eigenen Ansprüche dargestellt werden. Und beim Lieferanten war das dann eben so, dass je nachdem, für wie viele unterschiedliche Firmen sie gearbeitet haben, regelmäßig jemand vorm Tor stand und hat gesagt, ich möchte mir gerne mal eure Location angucken, ob wir denn mit euch zusammenarbeiten können. Was ein Stress. Ja, genau. Und ja, was ein zeitlicher Aufwand. Genau, darum geht's. Und um diesen eben zu minimieren, hat man gesagt, okay, wir setzen uns zusammen, wir definieren einen gemeinsamen Standard, nach dem wir uns alle innerhalb der Automobilindustrie richten, nach denen wir die Leute offiziell prüfen lassen und wir akzeptieren dann eben diese Prüfung, nutzen die als Grundlage für die Kooperation. Ja, weil gerade wenn jetzt auch jeder Hersteller unterschiedliche Anforderungen hat, dann musst du als Zulieferer dem Ganzen ja auch gerecht werden. Genau. Das ist ja dann schwierig. Ich habe das in der Vergangenheit immer mit einem Garagentor erklärt und habe gesagt, wenn der Hersteller A kommt und sagt, okay, die Garagentore müssen blau sein, der Hersteller B kommt und sagt, die Garagentore müssen grün sein und der Hersteller C kommt und sagt, die Garagentore müssen gelb sein, dann ist das Garagentor irgendwann in Regenbogenfarben, damit man jedem gerecht werden kann. Oder man streicht es halt gerade um, je nachdem, was man für ein Projekt macht. Und um dem aus dem Weg zu gehen, im weiteren Sinne gibt es eben jetzt die TISAX-Zertifizierung oder die TISAX-Prüfung. Die trägt dafür Sorge, dass eben die Autohersteller an einem Tisch sitzen, diskutieren, wie sie es gerne hätten, formulieren, wie sie es gerne hätten und danach kann dann eben geprüft werden. Mhm. Wenn jetzt so eine TISAX-Prüfung ansteht, ne, es ist ja Prüfung des Informationssicherheitsmanagementsystems, dann habe ich jetzt gelernt, es gibt verschiedene Prüfziele, verschiedene Schutzziele für die Informationssicherheit. Es gibt sowas wie Verfügbarkeit, dass Informationen also da sein müssen, sie müssen integer sein, also korrekt sein und sie müssen der Vertraulichkeit entsprechend behandelt werden, also nicht öffentlich sein, sondern vielleicht geschützt werden. Wie ist es denn jetzt bei der Prüfungsvorbereitung? Da kommt es ja auch ein bisschen drauf an, welches Ziel ich verfolge. Meine Integrität ist immer wichtig und wir bieten in TISAX ja auch Prüfziele wie Verfügbarkeit oder Vertraulichkeit an, aber eben auch sowas wie Datenschutz oder Prototypenschutz. Und dann eben auch eine Abstufung hoch oder sehr hoch. Brauche ich also hohe Verfügbarkeit oder sehr hohe Verfügbarkeit? Was hängt da noch hinten dran an im Fall der Fälle, wenn es ausfällt? Wie unterscheiden sich diese Prüfziele und macht es auch bei einer Prüfung dann einen Unterschied? Also erstmal bei den Schutzzielen, die du genannt hast, hast du natürlich recht. Das sind die Hauptanforderungsmerkmale eines Informationssicherheitssystems. Es gibt natürlich noch weitere Schutzziele. Es ist nicht auf 3 beschränkt. Es gibt zum Beispiel das Thema Authentizität, Nichtabstreitbarkeit, die eben auch noch dazukommen. Die sind aber oder werden quasi innerhalb der Prüfung nicht explizit rausgearbeitet, sondern sind eben integrativer Bestandteil. Wir innerhalb von TISAX unterscheiden oder haben definiert verschiedene Prüfziele. Und bei den Prüfzielen ist das so, dass die Prüfziele sich danach richten, was du denn an schützenswerten Informationen hast. Das bedeutet, dass du, wenn du zum Beispiel eben mit Prototypen arbeitest, dann bekommst du natürlich auch das Prüfziel Prototypenschutz zugeordnet. Klingt logisch, ja. Ja, macht Sinn, absolut. Da ist es so, dass normalerweise dein
Auftraggeber, der eben von dir die Zertifizierung fordert, dir auch mitteilt, welche Prüfziele er denn von dir erwartet. Okay. Wenn das nicht der Fall sein sollte oder einem als Geforderter, also als jemand, der sich der Prüfung unterziehen soll, das merkwürdig vorkommt, was gefordert wird, zum Beispiel Datenschutz wird gerne gefordert, obwohl es eigentlich nicht notwendig ist, weil sich die Datenschutzprüfung rein auf das Thema Paragraph 28 DSGVO Auftragsdatenverarbeiter konzentriert. Und das sind die meisten oder viele von denen es gefordert wird, eben einfach nicht. Dann muss eben oder sollte nach Möglichkeit nochmal Rücksprache mit dem Auftraggeber gehalten werden, damit die richtigen Prüfziele auch A gefordert und B dann eben auch in der Prüfung angemeldet und abgeprüft werden. Weil die Prüfziele am Ende das Assessment Level vorgeben, in dem die Prüfung stattzufinden hat und damit den Umfang der Prüfung. Umfang der Prüfung ist so was Spannendes. Ich glaube, es geht ja nicht nur darum zu sagen, oh, wir prüfen jetzt möglichst viel und wir gucken, dass wir an alles gedacht haben, sondern es klingt ja auch so, dass wir vielleicht nicht zu viel prüfen, was vielleicht gar nicht nötig ist jetzt mit dem Thema Datenschutz, ne? Genau, wir wollen nicht übers Ziel hinausschießen, weil das natürlich bedeutet, an jedem Prüfziel, das wir haben, hängt natürlich Vorbereitung, da hängen notwendige Prozesse dran, da hängen gegebenenfalls sogar bauliche Maßnahmen dran mitunter, gerade beim Thema Prototypenschutz. Und wir wollen natürlich nicht, dass jemand sich eine Halle baut, wo keine stehen muss oder, keine Ahnung, eine Alarmanlage kauft, weil er den falschen Prüfzielen folgt. Und dann geht's also auch wieder um Kosteneinsparung, wenn man es so möchte. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Aufwandseinsparung. Du hattest gerade den Umfang der Prüfung angesprochen. Wie unterscheiden sich die Prüfziele vom Umfang? Ich bin natürlich tief im Thema drin, das heißt, ich könnte dir da einen abendfüllenden Vortrag drüber halten. Das Thema Prüfumfang resultiert in den sogenannten Assessment-Leveln, die wir haben. Und hier unterscheiden wir in den Assessment-Leveln 2 und 3, die am Ende der Prüfung eben dann zu einem Label führen. Da ist es so, dass im Assessment Level 2, das ist oder deckt die hohen Schutzbedarfe ab. Und das Assessment Level 2 funktioniert nach einer sogenannten Plausibilitätsprüfung. Die findet meistens online statt, ist also nicht vor Ort. Im Assessment Level 3, da decken wir die sehr hohen Schutzbedarfe ab. Da machen wir dann eine Vorortprüfung, die dauert auch ein bisschen länger, wird etwas detaillierter durchgeführt. Das heißt, je nachdem, für was für ein Prüfziel ich mich entscheide, habe ich am Ende eben auch eine Vorgabe, was für eine Art von Assessment Level und damit was für eine Art von Prüfung ich durchzuführen habe. Das klingt jetzt so, als ob Assessment Level 3, also die höhere Nummer, dann auch mehr Aufwand bedeutet. Ist das so? Jein. Ein klares Jein, okay. Ja, genau. Kann man so nicht genau sagen. Im Assessment Level 2 ist das so, dass wir trotzdem, dass wir nur, in Anführungszeichen, nur eine Plausibilitätsprüfung machen, muss der Auditee vor dem eigentlichen stattfinden, also vor der eigentlichen stattfindenden Prüfung, dem Auditor einen plausiblen ISA-Katalog zur Verfügung stellen, den der Auditor eben als plausibel werten kann. Und das bedeutet, dass die Vorbereitungsarbeit komplett auf Seiten des Auditees liegt. Das kann, wenn man sich mit dem Thema eben noch nicht intensiv auseinandergesetzt hat, durchaus einen sehr hohen Arbeitsaufwand bedeuten, bis man sich in die einzelnen Themen oder in alle Themen reingearbeitet hat und eben alle Fragen beantwortet hat. Im AL3 dagegen ist das so, dass in der Vorortprüfung der gesamte Katalog abgearbeitet wird. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mit dem Auditor zu sprechen, wenn ich da irgendeinen Punkt, ich sag mal, missverstanden oder nicht ausführlich genug beantwortet habe, dann habe ich hier eben die Möglichkeit, nochmal mit dem Auditor in die Diskussion zu gehen. Habe aber dadurch, dass eben wir von sehr hohem Schutzbedarf sprechen, auch mehr Anforderungen, die ich zu erfüllen habe und damit eben mehr Aufwand in der Umsetzung. Was mache ich denn, wenn ich einen AL2 machen soll, weil das Prüfziel das erfordert? Aber wenn ich mir in vielen Fragen vielleicht nicht sicher bin, was sie bedeuten, ich noch nie durch den Prozess durch bin und da
Angst habe, was falsch zu machen. Oder wenn ich sogar nicht weiß, ob ich vielleicht noch zusätzliche Kunden generieren möchte und vielleicht dadurch doch lieber ein AL3 oder sowas später mal brauchen könnte. Was mache ich denn in so einem Fall? Also es gibt 2 Antworten. Die eine Antwort ist, ich kann mir natürlich einen externen Berater ins Haus holen, der mir hilft, das Ganze umzusetzen. Was wir anbieten, gerade für Firmen, die sagen, sie möchten eventuell später eben noch auf ein AL3 upgraden, ist das sogenannte AL 2,5. Das wurde als, ich sage mal, Notlösung während Corona generiert, als man eben keine Vor-Ort-Assessments machen konnte. Beim AL 2,5 wird nämlich quasi ein AL3 gemacht, nur ohne den Vor-Ort-Besuch. Das heißt, man hat die Möglichkeit, eben durch jedes einzelne Kontroll durchzugehen. Dauert länger als das AL2. Die Gültigkeit des Labels ist auch auf AL2-Niveau, aber man hat eben die Möglichkeit, wie im AL3, hier mit dem Auditor eben über die Zeit und über die einzelnen Controls ins Gespräch zu kommen und gegebenenfalls das ein oder andere Thema eben nochmal mit dem Auditor zu klären, wenn eben die Antwort noch nicht ausreichend sein sollte. Gut, mehr Zeit heißt dann auch mehr Kostenaufwand, aber im Umkehrschluss, wenn ich dann auf AL3 irgendwann gehen möchte, kann ich dann sagen, okay, Auditor, du hast ja schon ganz viel gesehen, jetzt geht die Prüfung für AL3 vielleicht doch ein wenig schneller, weil vieles schon bekannt ist. Genau, Absolut, genau so ist das. Du hast dann noch den Vorortteil, das heißt, du musst noch die physischen Gegebenheiten vor Ort prüfen lassen durch den Auditor und kannst dann eben relativ, in Anführungszeichen, simpel eben auf ein AL3 aufwerten. Ja, das klingt ja auch durchaus sinnvoll. Wie komme ich denn zu einem AL 2,5? Weil in der Registrierung, wenn ich mich für TISAX registriere auf der Website, da kann ich das ja nicht auswählen. Die Prüfziele bieten ja nur, also ich wähle ja Prüfziele aus und die sagen mir, ob es AL2 oder AL3 ist. AL 2,5 kann ich ja gar nicht auswählen. Ja, das stimmt. Wie melde ich das an? Wie komme ich dazu? Das AL 2,5 kann man in Rücksprache mit seinem ausgewählten Audit-Provider vereinbaren und der kann das dann eben entsprechend umsetzen. Okay, er hat ja dann auch den Mehraufwand sozusagen und berechnet einem das dann ist das an der Genau, guten Stelle. der muss das kalkulieren. Ja. Richtig. Jetzt haben wir AL2, AL3, sogar AL 2,5. Was ist denn mit AL1? Die 1 haben wir jetzt komplett übersprungen. Ja, die gibt's aber auch tatsächlich. Wirklich? Ja, das AL1 ist im Grunde genommen jetzt in der Aufzählung nicht aufgetaucht, weil man für eine Durchführung einer Prüfung im Assessment Level 1 kein Label bekommt am Ende, sondern die AL1 ist quasi das Self-Assessment. Also sprich, ich nehme mir den ISA-Katalog in die Hand, gehe alle Controls durch, schreibe überall, was oder wie ich die Themen gelöst habe und sehe am Ende innerhalb des Kataloges, wie mein aktueller Stand meines ISMS ist und habe das quasi als Feedback. Was man ja auch machen muss, bevor man quasi beim AL2 gibt man ja auch den ausgefüllten Fragebogen an den Auditor, dann ist das ja sozusagen, muss man das ja immer machen, AL1 für sich selbst. Ob man es dann abgibt oder nur für sich macht. Genau, im Grunde genommen ja. Das ist eine super Bestandsaufnahme, um einfach herauszufinden, wo man dann steht und wie das Gap ist zwischen dem, was eben im Katalog gefordert ist und dem, was eben physisch oder vor Ort vorhanden ist. Der ISA-Katalog ist frei verfügbar auf unserer Homepage. Man kann sich den einfach runterladen, um einfach ein AL1 machen zu können, und zwar unabhängig von Branche oder bevorstehender Prüfung oder sonst irgendwas, sondern einfach, um festzustellen, wie ist denn aktuell mein ISMS aufgestellt. Hinter diesem ISA-Katalog verbergen sich die Informationssicherheitsexperten aus der Automobilindustrie, die diese Inhalte formuliert haben, die den Katalog permanent updaten, die regelmäßig zusammensitzen und diskutieren. Und jeder, der sich mit dem Thema Informationssicherheit auseinandersetzt, weiß, wie schnelllebig dieses Thema ist. Und da ist es natürlich großartig, wenn ich was habe, was mir quasi am Puls der Zeit die notwendigen Anforderungen gibt, die
ich benötige, um mein ISMS entsprechend resilient aufzustellen. Und dieses geballte Wissen, was da drin steckt, bekomme ich eben, wie gesagt, einfach zum Download zur Verfügung gestellt. Und ob ich jetzt, keine Ahnung, Holzfenster baue oder ganz andere Sachen machen, in der Fleischindustrie tätig bin, ich weiß es nicht, kann ich trotzdem diesen Katalog nutzen, auch wenn es ein Branchenstandard Automobilindustrie ist. Der ist nicht auf das Thema Auto fokussiert, sondern auf das Thema Informationssicherheit. Das heißt, jeder und alles kann im Grunde genommen so ein AL1 machen und damit sein eigenes ISMS prüfen. Und das Ganze, ich sage es nochmal, kostenlos. Und wie du schon sagtest, ganz viele Experten haben daran gearbeitet. Es ist, könnte man sagen, State of the Art. Das ist hochaktuell, regelmäßig überarbeitet. Die Motivation ist, wir wollen eine Branche damit sicherer machen. Ja, wir wollen damit, dass Firmen arbeitsfähig bleiben. Das ist ja so der Hintergrund, um die Lieferketten resilient aufzustellen. Wir haben beim ISA jetzt schon gesagt, ungefähr was es ist, wo ich ihn herbekomme. Magst du noch was sagen dazu, wie der ISA aufgebaut ist oder was da vielleicht noch wichtig ist rund um den ISA? Ja, klar, gerne. Der ISA-Katalog ist aktuell noch ein Excel-Dokument mit verschiedenen Blättern, die sich eben mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen. Innerhalb des ISA-Kataloges finde ich erstmal natürlich das Thema Einleitung und ein paar Erklärungen, damit man versteht, wie man mit den Inhalten umzugehen hat. Dann haben wir 3 unterschiedliche Schutzziele. Das ist einmal das Thema Informationssicherheit, das ist einmal Prototypenschutz und Datenschutz, jeweils auf einem eigenen Blatt. Das heißt, wenn ich mich nur um das Thema Informationssicherheit in meiner Firma kümmern möchte, dann bearbeite ich eben nur das Blatt Informationssicherheit. Ansonsten, wenn ich mehr möchte, nehme ich mir einfach die anderen Blätter dazu. Und dann bekomme ich auf einem weiteren Blatt, nachdem ich alles ausgefüllt habe, eben noch eine Auswertung. Da gibt es ein Spinnendiagramm, an dem ich sehen kann, wie meine Aufstellung ist. Ich kriege nochmal alles zusammengefasst, was ich an Werten eingetragen habe. Also eine sehr schöne Übersicht, wo man mal auf einem Bild sehen kann, wie ist denn der aktuelle Stand von meinem Informationssicherheitsmanagementsystem. Und man bekommt sogar zusätzlich noch sogenannte KPIs, also Key Performance Indikatoren zur Überwachung und Aufrechterhaltung des ISMS zur Verfügung gestellt, also vorgeschlagen. Wenn ich jetzt ein Prüfziel bekommen habe, nachdem ich mich prüfen lassen soll, woher weiß ich denn, welche Fragen im ISA-Katalog ich beantworten muss? Ich frage das, weil ich da selber mal etwas drüber gestolpert bin, wenn ich jetzt nur den ISA vor mir habe. Also erstmal unterscheiden wir ja in die Anforderungen in hoch und sehr hoch. Das heißt, es gibt die normalen Muss- und Sollte-Anforderungen. Auch hier ist es wieder so, dass wir ein bisschen vom Normstandard abweichen, weil bei uns eine Sollte-Anforderung eine Anforderung ist, die trotzdem zu erfüllen ist. Die wird nur unter Sollte geführt, weil es hier an der Stelle möglich ist zu sagen, ich setze das um, aber nicht explizit so, wie es hier steht, sondern ich habe eine andere Lösung, die aber am Ende zum gleichen Resultat führt. Wann könnte das passieren? In was für einem Fall könnte sowas auftauchen? Also der ISA-Katalog ist für alle Unternehmensgrößen oder soll für alle Unternehmensgrößen funktionieren. Und wenn ich zum Beispiel ein kleines Unternehmen habe und im ISA-Katalog steht, du musst dafür ein Dokument haben im Soll-Bereich, dann, sage ich mal, bei einer Firma mit 3 Mann muss jetzt nicht zwingend das Dokument vorliegen. Da ist es wichtiger, dass der Prozess funktioniert. Und wenn dann der Geschäftsführer erklärt, wir machen das mündlich, wir stehen zusammen und reden drüber, dann ist das eben in der Sollte-Anforderung auch erfüllt. Ja, in einem großen Unternehmen, sage ich mal, wo ein paar tausend Leute arbeiten, kann man das natürlich nicht mehr akzeptieren. Da ist ein bisschen schwierig, die alle im Kreis zu stellen und mit allen zu reden. Da muss dann schon der Nachweis gebracht werden. Aber damit wird eben dem Sorge getragen, dass vom Ein-Mann-Unternehmen bis zum Großkonzern alle sich in diesem Katalog wiederfinden können. Ja, gibt ja viele kleinere Unternehmen, gibt auch einige große Unternehmen, aber die Bandbreite in der Automobilindustrie ist ja auch schon sehr
gestreut. Deswegen muss man da gucken, dass jeder damit arbeiten kann, jeder den Anforderungen gerecht wird. Da hat jeder dann die Chance, ein Zulieferer zu sein, der compliant ist und die Anforderungen des Auftraggebers erfüllen kann. Ja, genau. Das ist das große Ziel hinter dem Ganzen. Da wird extrem viel Arbeit von den einzelnen Arbeitsgruppen reingesteckt und extrem lange und viel und heftig drüber diskutiert, damit wir eben genau das darstellen können, dass wir die gesamte Breite der Zulieferer abdecken können und jeder eben die Chance hat, am Ende positiv aus so einer Prüfung rauszugehen. Mhm. Dann, um auf den Inhalt oder die Unterscheidung zurückzukommen, neben den Muss- und Sollte-Anforderungen gibt es dann noch die Zusatzanforderungen für hohen und sehr hohen Schutzbedarf, die eben, je nachdem, ob ich hohen oder sehr hohen Schutzbedarf habe, zu erfüllen sind. Und hier gibt es noch eine Besonderheit, da wir inzwischen differenzieren zwischen den Themen Vertraulichkeit und Verfügbarkeit, ist hier nochmal ausgewiesen, welche Controls explizit zu welchem Thema gehören. Das heißt, wenn ich nicht eine sehr hohe Verfügbarkeit habe, dann kann es sein, dass die ein oder andere Fragestellung nicht für mich gültig ist. Ja. Das Ganze ist dann durch ein CIA am Ende, also Confidentiality, Integrity, Availability am Ende dargestellt, und je nachdem, ob eben C oder A in der Klammer steht, gehört es eben zu dem Kontrollbereich. Und wenn ich jetzt mich auf Prototypenschutz zum Beispiel prüfen lassen muss ich dann nur die Fragen im Bereich Prototypenschutz beantworten? Wenn man eine reine Prototypenschutzprüfung macht oder beauftragt hat, dann ja. In der Vergangenheit musste man auch immer den Informationssicherheitsteil mitmachen, wenn man Prototypenschutz haben wollte. Wir hatten aber eben Firmen wie zum Beispiel Fotografen. Naja, Fotografen ist vielleicht schlecht, weil bei denen auch natürlich mit Informationssicherheit das Ganze was zu tun hat. Aber eine Werkstatt, die an einem Prototyp Reifen montiert. Mhm. Da muss man sich den Informationssicherheitsteil nicht so wirklich angucken, weil die keine schützenswerten Informationen bekommen. Die kriegen gesagt, morgen kommen 3 Autos und da kommen die Räder drauf. Das ist jetzt nichts, was einer großen Geheimhaltung unterliegt. Es muss aber gewährleistet sein, dass wenn diese Fahrzeuge kommen, also diese Prototypen, dass die dann sichtgeschützt sind, dass da keiner in der Halle ist, der nichts mit den Autos zu tun hat. Und um die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, diese Leute machen dann eben den reinen Prototypenteil, haben wir das eben getrennt. Und je nachdem, was für eine Schutzbedarfsanforderung der Auftraggeber hat, kann man eben entweder Informationssicherheit und Prototypenschutz gemeinsam oder eben den Prototypenschutz allein gestellt machen. Okay, also wir haben die verschiedenen Prüfziele und die verschiedenen Tabellenblätter im ISA. Gibt's noch was da wichtig ist? Ja, es gibt das Reifegradmodell. Das ist auch noch was sehr wichtig ist und was auch wieder ein Unterscheidungsmerkmal zu vielen anderen Standards darstellt. Das Reifegradmodell dient der kontinuierlichen Überwachung des Standards. Das bedeutet, dass im Reifegrad oder der Reifegrad richtet sich danach, dass eben nicht nur bei der Prüfung nachgewiesen werden kann, dass es einen Standard oder ein Dokument, einen Prozess gibt, sondern dass dieser Prozess eben nachweislich auch durchgeführt wird. Das heißt, hier wird drauf geguckt, gibt es denn Dokumente, die beweisen, dass der Prozess im letzten Jahr oder vor 2 Jahren auch schon durchgeführt wurde. Und danach wird dann der Reifegrad des Prozesses bewertet, losgelöst von den Controls. Das heißt, es geht natürlich um den Reifegrad der im Control geforderten Prozesse, aber ich kann eine Reifegradabweichung haben, obwohl ich einen theoretisch funktionierenden Prozess habe, wenn ich den nämlich nicht durchführe. Zum Beispiel. Wenn jetzt jemand sagt, oh Gott, das ist alles relativ viel mit den Reifegraden oder auch der ISA, ich kann mir das gerade gar nicht so richtig vorstellen, dann möchte ich an dieser Stelle gerade mal auf unser TISAX-Teilnehmerhandbuch verweisen, weil dort die Prozesse einmal komplett beschrieben sind. Das wird auch abgedatet und dann gibt es da den aktuellen Katalog und die aktuellen Fragen und den aktuellen Prozess immer zum Nachlesen und Durchgucken.
Richtig. Jetzt hast du gesagt, man kann die Dokumente der letzten 2 Jahre auch nehmen, um den Reifegrad festzustellen. Wie lang sind denn TISAX-Label gültig, wenn man sie bekommt? Wie oft muss man so eine Prüfung machen? Die Labels haben eine Laufzeit von 3 Jahren. Mhm. Das bedeutet, dass mit dem Zeitpunkt des Closing Meetings, also wenn der Prozess der Prüfung abgeschlossen ist, ab diesem Zeitraum gelten bei positivem Abschluss eben die Labels für 3 Jahre und nach 3 Jahren ist wieder eine Vollprüfung notwendig. Also ich habe den ISA-Katalog runtergeladen, habe mir schon versucht, Gedanken zu machen, habe mich auch vielleicht für TISAX registriert, habe mir das Registrierungsvideo angeguckt. Das gibt's auf unserem YouTube-Kanal. Da könnt ihr gerne in der Caption den Link anklicken und euch das angucken. Und jetzt möchte ich den Katalog ganz konkret für meine Situation ausfüllen. Wie gehe ich das denn am besten an? Ja, hier fange ich am besten damit an, dass ich erstmal innerhalb meines Unternehmens oder innerhalb des zu prüfenden Unternehmens rausfinde, wer denn alles betroffen ist. Also welche Abteilung beziehungsweise am Ende welche verantwortlichen Personen in den Abteilungen, damit ich die Ansprechpartner für die einzelnen Themen habe. Das Ganze funktioniert ein bisschen nach der Gliederung. Auch dafür gibt es tatsächlich eine Spalte im ISA. Da steht der zuständige Ansprechpartner, den kann man sich da eintragen. Und dann hole ich die erstmal ab, am besten, erkläre denen, was wir da vorhaben, hole die mal alle an einen Tisch und dann kriegt jeder sein Arbeitspaket. Der ISA-Katalog ist in Anforderungen formuliert. Die Anforderungen selber sind Fragestellungen. Das heißt, jeder bekommt eben eine Handvoll Fragestellungen mit und hat für jede Frage eine Antwort zu formulieren und die dazugehörigen Dokumente zu identifizieren, wo denn der Auditor, der braucht immer irgendwas, wo er gucken kann, wo es niedergeschrieben ist und eben der braucht auch Nachweise, dass es umgesetzt wurde und da muss eben dann formuliert werden, wo finde ich das denn? Wenn ich dann feststelle, dass ich an der einen oder anderen Stelle keine Antwort geben kann oder den Prozess nicht aufgeschrieben habe, wir da zwar den Prozess machen und durchführen und am Ende vielleicht sogar Nachweise darüber haben, dass wir es gemacht haben, also sprich eine Teilnehmerliste oder sowas. Ich habe aber gar keinen da niedergeschriebenen Prozess. Dann stelle ich das fest anhand der Fragestellung und sage, okay, ich kann gar kein Dokument vorlegen, das das nachweist. Dann muss dieser Prozess eben formuliert werden. Nachdem ich die Fragen beantwortet habe, sehe ich, wo ist denn mein Gap? Erfülle ich die Anforderungen alle? Habe ich noch Anforderungen, die ich nicht erfülle, die ich noch nachholen muss? Und dann kann ich eben daran mit den einzelnen Fachabteilungen arbeiten und gucken, dass alle auf dem Stand sind, dass ich zu jeder Frage im ISA-Katalog eine Antwort habe, die genau die Forderungen darstellt bzw. erläutert, wie es im Unternehmen umgesetzt wird. Wenn ich dann noch Themen habe, kann ich die natürlich, also wenn ich ein Verständnisproblem habe inhaltlich, kann ich das natürlich dann auch noch mit meinem beauftragten Auditor besprechen. Die dürfen zwar nicht beraten, da ist natürlich ein Riegel vor, ist klar. Ich kann mich nicht von dem beraten lassen, der mich am Ende prüft. Aber sie dürfen natürlich an der einen oder anderen Stelle durchaus dabei helfen, ein Verständnisproblem zu lösen. Verstehe. Wenn es dann zur Prüfung konkret kommt, dann wird ja das Unternehmen geprüft, genauer gesagt das Informationssicherheitsmanagementsystem eines Unternehmens. Wer verantwortet dann die Prüfung im Unternehmen? Du hast schon gerade gesagt, es gibt viele Beauftragte, die da irgendwie mit reingeholt werden, die Fragen alle beantworten müssen. Aber in der Prüfung ist dann da auch jeder dabei oder wer verantwortet die Prüfung im Unternehmen? Jeder, die Frage, die er beantwortet hat oder wer muss sich darauf vorbereiten? Ja, bevor ich das beantworte, noch ein kleiner Einschub. Du hast gesagt, es wird das ISMS eines Unternehmens geprüft. Unternehmensstandort tatsächlich. Ja. Das heißt, die Prüfung ist immer standortbasiert, das ist wichtig. Wir prüfen nicht generell das Gesamtunternehmen, sondern immer nur Standorte. Aber dann den ganzen Standort. Aber dann den ganzen Standort, ganz genau, richtig. Auch hier wieder in Differenzierung zu anderen Standards. Die Vorbereitung, das ist relativ leicht zu beantworten, das sind alle.
Das ISMS betrifft jeden einzelnen Mitarbeiter, von ganz unten bis ganz oben. Oh. Zuerst oder vor allem brauche ich mal die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung, weil ohne dass die Geschäftsleitung gesagt oder definiert hat, dass das umgesetzt werden soll und die Mittel zur Verfügung gestellt hat, muss mit der Umsetzung oder braucht mit der Umsetzung gar nicht erst angefangen werden. Die Geschäftsleitung ist extrem wichtig dafür. Wenn die Geschäftsleitung gesagt hat, okay, wir möchten das gerne umsetzen, wir möchten das machen, dann wird wahrscheinlich ein Verantwortlicher identifiziert. Das ist wahrscheinlich dann der CISO, also der Chief Information Security Officer, oder ein ISB, ein sogenannter, ein Informationssicherheitsbeauftragter. Oder wenn im Unternehmen die Expertise nicht vorhanden ist, kann das durchaus dann auch ein Externer sein, der mit der Informationssicherheitsaufgabe betraut wird. Und der ist dann über den Prozess federführend verantwortlich. Dann gibt es eben die eben angesprochenen Fachleute der einzelnen Abteilungen, weil natürlich nicht einer allein alle Fragen beantworten kann. Der kann nicht in allen HR-Prozessen, in allen Security-Prozessen überall drin sein. Und dann sind eben auch alle anderen Mitarbeiter im Unternehmen entsprechend zu sensibilisieren, weil jeder Einzelne was zur Informationssicherheit beitragen kann, beziehungsweise umgekehrt auch jeder Einzelne dazu beitragen kann, dass ein Informationssicherheitsvorfall passiert. Und damit die Leute eben das nicht machen, sollten sie sensibilisiert sein auf jeden Fall. Ja, klassisches Beispiel. Und plötzlich hängt irgendwo ein Passwort oder vielleicht ist irgendwo eine Feuerschutztür versperrt, offen gehalten oder. Genau, einfach der Stein in der Tür ist das beste Beispiel. Da kann ich Prozesse schreiben, so viele wie ich will. Da kann ich Informationssicherheitsbeauftragte haben, so viele wie ich will. Wenn am Ende der Mitarbeiter den Keil in die Tür legt, damit die Tür offen bleibt, weil er gleich wieder rein möchte und vielleicht gerade seinen Schlüssel vergessen hat, dann ist mein ganzes System dahin. Was würdest du sagen, zusammenfassend, wie geht man die Vorbereitung auf eine TISAX-Prüfung an, um aus der Schockstarre herauszukommen? Also, angefangen auf jeden Fall bei der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung muss das Thema inhaltlich verstanden haben, muss es beauftragen. Anschließend werden die Prüfziele validiert und verifiziert. Das heißt, ich muss gucken, ist das, was von mir gefordert wird, wirklich das, was Sinn macht? Habe ich vielleicht eigene Prüfziele, denen ich gerne nachgehen möchte? Das heißt, möchte ich das tatsächlich sogar für mich selbst erweitern? Dann, ganz wichtiger Punkt, den ISA-Katalog und das Handbuch runterladen und lesen. Gerade das Handbuch. Da steht ganz viel drin. Das ist ein super Dokument meiner Meinung nach. Ich habe jedem, der mich nach TISAX in meiner letzten Rolle gefragt hat, habe ich erstmal gesagt, les das Handbuch. Und wenn du das Handbuch gelesen hast und hast immer noch Fragen, dann komm und stell Fragen. Dann kommt das Self-Assessment mit dem ISA-Katalog, damit ich mal weiß, wo stehe ich denn überhaupt, dass ich ein Gap definieren kann. Und dann kann ich gucken, kann ich das Gap selber schließen oder brauche ich da jemanden, der mich unterstützt? Brauche ich eventuell externe Ressourcen? Beauftrage meinen Audit-Provider, der die Prüfung am Ende mit mir durchführen soll. Aktualisiere, nachdem ich die Gaps geschlossen habe, meinen ISA-Katalog, dass der eben dann die entsprechenden Nachweise enthält, dass die Gaps auch weg sind. Und wenn ich eben noch Fragen habe oder Verständnisprobleme habe, dann eben versuchen, die entweder mit dem beauftragten Audit-Provider zu klären, wenn er die beantworten darf, wenn es nicht in die Beratung geht. Und wenn es in die Beratung geht, dann eben jemanden suchen, der mir eben von extern die Fragen beantworten kann. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann gehe ich gut vorbereitet in die Prüfung und komme auch positiv aus der Prüfung raus. Okay, Robert, ich habe noch eine letzte Frage. Wenn du nochmal ein TISAX-Assessment selbst durchlaufen müsstest, was würdest du anders machen? Intensiveren Austausch mit der Geschäftsleitung. Also es ist wirklich extrem wichtig, dass die Geschäftsleitung nicht nur gesagt hat, okay, wir wollen das machen, sondern die Geschäftsleitung muss inhaltlich verstehen, was das bedeutet, was dazu notwendig ist, und vor allem muss die Geschäftsleitung verstehen, warum es für sie
Vorteile bringt, so eine Prüfung zu haben, beziehungsweise so ein Label zu haben. Nicht nur im Sinne von, ich kriege Aufträge und kann Geld verdienen, sondern eben auch darin, dass mein Unternehmen resilient aufgestellt ist und dass ich eventuell den einen oder anderen Angriff oder aus dem einen oder anderen Angriff positiv herausgehe und nicht plötzlich nicht mehr auf dem Markt bin oder für 3 Monate nicht mehr arbeiten kann. Und zack ist die Firma weg. Genau, das ist ein bisschen die Krux an dem ganzen Thema Informationssicherheit. Wenn man einen guten Job macht, passiert nie was. Das heißt, man sieht nie, dass irgendwas zum Tragen kommt. Und wenn man seinen Job nicht ordentlich gemacht hat, dann passiert was, dann ist es aber mitunter eventuell zu spät. Ja. Danke, Robert. Danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, für unseren kleinen Talk. Ich hoffe, wir konnten etwas Struktur und Klarheit über den TISAX-Prozess geben. Und auch wenn ein Assessment Mühe und Geld kostet, es spart Ärger und Geld. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe aber auch Feedback und möchte da was loswerden. Es gibt eine E-Mail-Adresse, wo man sich auch beschweren kann, wenn irgendwas vielleicht nicht rund läuft. Da nehmen wir Feedback gerne an. Die E-Mail-Adresse ist in der Caption, und auch wenn ihr Feedback zum Podcast geben wollt, vielleicht Themenvorschläge habt oder Fragen an uns, dann schreibt uns auch. Da haben wir auch eine E-Mail-Adresse und nehmen uns der Fragen gerne an. Dann sage ich nochmal Danke, Robert. Ja, danke auch. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, folgt uns auf YouTube und auf LinkedIn. Tschüss. Ciao.